Aditya-hridayam punyam sarvashatru vinashanam jaya vaham japam nityam akshayam paramam shivam Om. Humanity is our uniting religion. Die Menschheit ist unsere allvereinende Religion. Breath, our uniting prayer. Der Atem ist das vereinende Gebet. And consciousness, our uniting God. Und Bewusstsein ist unser vereinender Gott. This is the soul cry of humanity. Das ist der Seelenruf der Menschheit. These are the principles we are to live by if there is to be peace on earth and goodwill to all humankind. Und nach diesen Prinzipien müssen wir leben, wenn wir Frieden auf der Erde haben wollen und das Wohlergehen der Menschheit. The whole of humanity is breathing in harmony. Die gesamte Menschheit atmet in Harmonie. That is the only prayer. Das ist das einzige Gebet. Which is non-denominational, non-religious and non-contradictory. Das ist nicht dominierend, widerspricht sich auch nicht. Therefore, Kriya Yoga is a way to breathe your way to God. Deswegen besteht Kriya Yoga darin, euren Weg zu Gott hin zu atmen. Your breath will purify your mind. Euer Atem wird euren Verstand reinigen. And make the mind as pure as the Seele. Macht den Verstand so rein wie die Seele. And then you can merge your Seelen into the Heiligen Bewusstgeist. Dann könnt ihr mit eurer Seele, mit dem Heiligen Bewussten Geist verschmelzen. That is what the practice of Kriya Yoga done. It is simple. Anyone can do it and everybody can do it. Das ist das, was die Praxis des Kriya Yoga bewirkt. Und tatsächlich jeder kann dies tun. So today I'm going to breathe through your breath and give you an experience of my Kriya Yoga. I'm going to do the Kriya Yoga through your breath. Heute wird Gurunath durch euren Atem atmen. Er wird also Kriya Yoga durch euren Atem praktizieren. Many people and yogis, they come and talk and talk and talk. I want to walk the talk. Viele Yogis kommen hier und reden und quatschen nur und Gurunath möchte das einfach darüber hinausgehen. When you go to a restaurant, they give you the menu and then they give you the food. Im Restaurant erhaltet ihr ja eine Karte und danach gibt es das Essen. Menu is the talk, Das food is the walk. Das Menü ist die Rede und der tatsächliche Gang, der Weg, der gegangen wird, ist dann das Essen. So I will give you the food directly before the menu. Und Gurunath gibt euch das Essen, bevor ihr überhaupt die Karte erhalten habt. Because so far you are used to, reading the menu only. People are talk, but there's no food on the table. Bisher seid ihr daran gewöhnt, immer nur die Karte rauf und runter zu lesen und euch die ganzen Reden anzuhören, aber ihr habt noch kein Essen erhalten. So I'll give you the food first. Und deswegen gibt euch Gurunath das Essen zuerst. And then you'll say, wonderbar, this is the best. Dann sagt ihr, wunderbar, das ist das And you Beste. won't need the menu. Und dann braucht ihr die Karte auch nicht mehr. So I'll explain to you what Kriya Yoga first. Gurunath erklärt euch, was Kriya Yoga ist. Das macht er zuerst jetzt. Kriya Yoga is the education of inner knowingness. Kriya Yoga ist die Erziehung zum inneren Wissen, zur inneren Bewusstheit. It is a simple process Es ist ein einfacher Prozess, of spinal breathing. der darin besteht, dass ihr in der Wirbelsäule atmet. Which goes through all the stations of the body, the 6 chakra lotuses. Und dieser Atem durchläuft alle 6 Stationen, alle Chakra-Lotusse in eurem Körper.
it purifies these 7 lotuses, these seven brains, as we call it. Und der Atem reinigt die 7 Lotusse oder die 7 Gehirne, wie man sie auch nennt. And it refines your mind to such a high degree that your mind, your Verstand, becomes as pure as the Bewusstgeist. Und dieser Prozess sorgt dafür, dass euer Verstand so rein und verfeinert wird, dass er dem bewussten Geist immer ähnlicher wird. It stills your mind to absolute tranquility. Es beruhigt euren Geist zur absoluten Friedfertigkeit. And in the tranquil, thought-free state of your mind, you can behold the glory of God. Und im ruhigen, gedankenfreien Zustand könnt ihr die Glorie Gottes erfassen. The human being lives in a bedlam of misery created by their own thoughts. Die Menschheit lebt in einer misslichen Situation, die sie durch ihre eigenen Gedanken geschaffen hat. And your mind is like a lake, and the ripples in the lake are like your thoughts. Euer Verstand ist wie ein See und die Gedanken sind wie die Wellen auf dem See. As long as there are ripples of thoughts in your mind's lake, you cannot see the moon of your delight. Solange noch Wellen auf eurem geistigen See sind, solange könnt ihr nicht das Licht des Mondes sehen. And this calming of the thoughts in your mind's lake is done by the practice of Kriya breathing, Kriya pranayam. Und dieses Beruhigen der Gedanken in eurem Verstand wird dadurch herbeigeführt, dass ihr den Kriya-Yoga-Atem durchführt, den Pranayam. It is a gift from the Himalayan masters to the people of Deutschland and the whole of Europe and the whole world. Ein Geschenk der Meister des Himalaya an Deutschland und das Europa und die ganze Welt. But you must practice. Aber ihr müsst das praktizieren. And I will do the rest. Gonat wird sich den Rest kümmern. I will help you in your practice. I may be anywhere in the world. If you call me, I will come in your breath and push your breath up and down. Und wenn ihr während eurer Praxis euch an Gurunat wendet und ihn heranruft, dann ist es völlig egal, wo er auf der Welt ist. Er wird dafür sorgen, dass euer Atem länger und tiefer wird. Er wird den Atem durch euren Körper führen. Because you are all babies. You need spoon feeding, right? Weil ihr alle Babys seid und noch mit dem Löffelchen gefüttert werden muss. So I'm like the mama with a big beard, of course. Er ist wie eure Mama mit einem langen Bart natürlich, in diesem Fall. Who feed you with a golden spoon. Der euch mit einem goldenen Löffel füttert. Kriya Yoga is a system of rhythmic breathing. Kriya Yoga ist ein System rhythmischen Atems. And I call it a rejuven detox technique. It is a technique of detoxifying your body and rejuvenating your body in the same process of Kriya. So it's a rejuven detox technique, very superiore. Und Gurunat nennt diese Praxis kurz immer Entgiftungspraxis, weil sie euch gleichzeitig mit demselben Atem verjüngt und entgiftet. The downward breath of Kriya will burn the toxics of your body and your negative karma. Und der runterführende Atem wird die ganzen Gifte verbrennen und euer negatives Karma. And the upward breath of Kriya, Einatmen, will evolve your consciousness and give you your body cells a rejuvenating effect. Und der nach oben führende Atem, den ihr mit der Einatmung ausführt, wird euren Körper verjüngen und euer Bewusstsein entwickeln. So Ausatmen will detox your body poisons and your negative thoughts. Also die Ausatmung wird euren Körper entgiften und die negativen Gedanken auflösen. Einatmen, Licht und Liebe einatmen will rejoice your cells, rejuvenate your body cells and evolve your consciousness. Und wenn ihr damit Licht und Liebe einatmet, wird das euren Zellen Freude bringen und eure Zellen verjüngen.
und halten atmen, wenn ihr den Atem anhaltet, will increase your concentration das wird eure Konzentration verstärken, to penetrate, to pass through the gates of heaven. mit welcher ihr dann durch die Pforten zum Himmel hindurchgeht, wenn die Konzentration stark genug ist. To pass through the star of Bethlehem, to enter the gates of the Lord. Hallelujah. Indem ihr den Bethlehem-Stern durchschreitet, öffnet ihr die Pforten zum Himmel. Yes, she asked, what is my definition of yoga? Strictly, if you take a narrow spectrum definition, an exact definition, yoga is none of these things of postures or asanas, the postural integration. That is not yoga. Neither is fasting yoga. Some people think that they are fasting and doing detox. That's also not yoga. Doing the yoga asanas, also if you know all the yoga asanas in the world, you are still not a yogi. So the correct definition of yoga, it is described in the highest texts in Yoga Patanjali by Ved Vyas. He says, Yogahas Samadhi. Yoga is nothing less than absolute communion with God. Yoga is union with God. Jiva Shivachi Zadali Samadhi. Jiva and Shiva should be one. The individual soul should be one with the Spirit of God. Then you are perfected in yoga. And those who practice this, of course, these things like yam, niyam, asana, pranayam, pratyahar, dharana, and dhyan are auxiliary methods. When taken together, they can be called Ashtanga Yoga, the eight-limbed yoga. But individually, you cannot call asana or pranayam. If you're doing that, you're doing yoga. You're not doing yoga. The only thing that can be called yoga individually is samadhi. That is the ecstasy or the ecstasy of the soul with the spirit. That is yoga. First start with a simple definition that yoga is the union of the soul with the spirit. Then we can... Also die strikte und eng spektrale Bedeutung ist, also die klare Bedeutung ist ein Einssein der Seele mit dem Göttlichen. Und dann führte Gurunat aus, also die ganzen Arten von Yoga, die Asanas und die Entgiftung und das Fasten und diese ganzen Dinge, der achtfache Weg, ist streng genommen nicht Yoga. Wenn ihr nur eines davon praktiziert oder alles praktiziert ihr immer noch keinen wirklichen Yoga, weil Yoga besteht ausschließlich und einzig darin, und das ist auch in den Patanjali-Schriften, in den Sutren geschrieben, in dem höchsten Samadhi, dem Einssein mit Gott. Yoga besteht letztendlich darin, die individuelle Seele mit der Göttlichkeit, mit dem Göttlichen eins werden zu lassen, in Gott aufgehen zu lassen. Und das ist der eigentliche Yoga. Alak Niranjan Bolo Shri Satgurunath Maharaj Ki Jai.